Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Aus einem der elegantesten, prunkvollsten und schönsten Räume des unteren Belvedere, nämlich aus dem Gold- und Spiegelkabinett. Die Details sind erzählend, wie jedes Detail dieses Orangeriegebäudes außerhalb der Residenzhauptstadt Wien. So stellte es sich damals dar, 1717, als das Gebäude fertiggestellt wurde. Mit den Details in Form von grotesken Malerei, die Jonas Trentvedt, ein hochspezialisierter Künstler aus Augsburg, der in die Residenzhauptstadt Wien geholt worden war, um für Prinz Eugen von Savoyen diese Grotesken an die Wände zu bannen. Und zwar im konkreten Fall auf die Lambrine, auf die Boiserine, also aus Holz gefertigte Wandverkleidungen, blatt vergoldet, wurden diese Grotesken draufgemalt. Mit all den reizvollen Details, wenn wir uns einen Affen, sieht ein bisschen aus wie ein Schimpanse, der sich exotische Früchte zuführt und dieser Genie sich zuwendet zwischen all den Arabesken, dem floralen Dekor und den Zitaten, die immer wieder die Antike antippen. Aber ein wildes Sammelsurium in dieser gleißend glänzenden, von Spiegeln und Gold als das lichtreflektierende Qualität hineingewebten und hineinverwobenen Details, wie beispielsweise die blatt vergoldeten, handgeschnitzten Konsolen, auf denen sogenannte Chinoiserien ruhen, also in China gefertigte, wertvolle chinesische Porzellanobjekte, die als teures Massengut für die Herzöge in Europa produziert wurden. Dass diese Lambrine nicht für das untere Belvedere geschaffen wurden, sondern vielmehr für das erste Wohnhaus, das sich Prinz Eugen von Savoyen im Herzen der Stadt, eigentlich am Rande, ganz genau genommen in der Himmelpfortgasse, an diesem Straßenzug, der bereits zu Zeiten Prinz Eugens besteht, als schmale Gasse, die hineinführt ins Zentrum, beweist auch diese Cheminée Royale, also ein Kamin mit darüber halbrund endendem Spiegel, ein Konzept, das Prinz Eugen von Savoyen in Versailles, wo er aufgewachsen ist, kennengelernt hat und von dort quasi mitbringt als Idee. Audouin Mansart, der Architekt von Ludwig XIV., Louis XIV, zeichnet verantwortlich für diese Idee und dieses Konzept der Anreicherung solcher Räume. Und überall rundherum auch wieder die Details, nämlich die Darstellung von blühendem, exotischem, wie jenen Tulpen unterschiedlichster Ausformungen und Rassen, wie aber auch viele andere blühende exotische Pflanzen. Nun, wir stellen uns heute die Frage, wieso befindet sich dieses Gold- und Spiegelkabinett heute im unteren Belvedere? Nach dem Tod Prinz Eugens von Savoyen verkauft seine Alleinerbin Anna Victoria von Savoyen, seine Nichte, die ihn vermutlich niemals kennengelernt hat, als nun über Nacht reichste Europäerin, alles, was nicht nied- und nagelfest ist. So wird Maria Theresia, die Erzherzogin, die Herrscherin, 1752 auch Eignerin dieser Gartenanlage außerhalb der Stadt mit den beiden Gebäuden, dem Orangeriegebäude, dem unteren Belvedere und dem Gartenpavillon auf der Anhöhe, dem oberen Belvedere. Und sie ist es nun, die 1770 für einen ganz besonderen Anlass diese Lambrine aus dem Winterpalais, aus dem dortigen Gold- und Spiegelkabinett, das Prinz Eugen nach der zweiten Erweiterungsphase seines Winterpalais einbauen hat lassen, weil es der Usance eines Fürsten des 18. Jahrhunderts entspricht, so einen gleißend, leuchtend, fantastischen Raum zu besitzen in der sogenannten Enfilade, der endlosen Raumflucht, die man den offiziellen Gästen präsentiert. Dieses Gold- und Spiegelkabinett markiert im Winterpalais das Ende des öffentlich präsentierten Raums und von diesem geht es dann über in die Privatbibliothek, den Bibliothekstrakt Prinz Eugens. Nun, wieso lässt Maria Theresia diese Boiserien, diese aus Lindenholz gefertigten, wunderbar blattvergoldeten, mit grotesken bemalten Verkleidungen der Wände
hierher transferieren und einbauen. Für einen ganz spezifischen, besonderen Anlass. Die Vermählung aus politischen Gründen ihrer Tochter Maria Antonia mit dem Dauphin von Frankreich, dem späteren französischen König Louis XVI, Ludwig XVI. Und so wird Marie Antoinette eine tragische Biografie verleben, die Königin der Franzosen, die letztendlich in die Tuilerien endet. 3 Tage lang wird hier außerhalb der Stadt in dem aufgepimpten, wenn man das so despektierlich sagen darf, Schloss gefeiert. Ein wichtiger, ein bedeutsamer Anlass. Und somit wird das untere Belvedere noch ein bisschen schicker, noch ein bisschen eleganter, noch ein bisschen schöner mit dem Einbau dieser Boiserien aus dem Winterpalais. Erleben Sie diesen ganz besonderen Ort, diesen historisch aufgeladenen, der mit seiner Ästhetik mehr als Historie vor allem auch Lebensgefühl atmet. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der österreichischen Galerie Belvedere. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im unteren Belvedere ab Anfang 2021, wenn das Haus general restauriert, saniert und leicht verändert ist, im Sinne von, wir bekommen auch ein Café